Der Fipsi hat hier uns heute, ja, vielen lieben Dank an der Stelle, den Account für den heutigen Stream zur Verfügung gestellt, damit wir ihn hier live zusammen durchzocken können. Er hat lange Zeit keine Dungeons mehr gelegt, sehr, sehr lange Zeit. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie es aussieht, und möchte uns heute die Ehre erweisen, oder mir die Ehre erweisen, dass ich das Ganze auflösen darf. Ja, gehen wir mal einmal rein in die Dungeons. Natürlich ist das Trainingscamp noch offen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel ausmachen an Rewards. Allerdings habe ich das bei mir auch noch offen auf mein Battlemage und auf W50. Auf meinem Main habe ich es ja schon gemacht. Dann haben wir hier die Lichtwelt. Ja, ihr seht, ein paar Dungeons sind hier schon gemacht. Das sind hauptsächlich die neuen Dungeons, die noch offen sind. Ja, hier oben haben wir noch einen. Und gut, die Monstergrotte wurde jetzt gerade eben erst freigeschaltet. Beziehungsweise in der Schattenwelt auf Stufe 600. Hier in der Schattenwelt sieht es auch noch ähnlich aus. Chemo, Dankeschön für ein Follow. Ja, hier sind die Dungeons auch noch offen. Teilweise auch noch ältere Dungeons, wo noch ein paar Gegner liegen. In der Schattenwelt, Dauerschleife der Idole, ist er bei der Nummer 11. Und wir schauen heute mal einfach zusammen, was noch so möglich ist. Den Wirbelwind hat er mittlerweile schon komplett durchgeballert. Märchenturm auch schon. Dämonportal ist auch schon gecleart soweit. Und ja, wir können hier heute so schalten und walten, wie wir wollen. Ich hatte mit ihm kurz vorher gesprochen gehabt. Ich werde erstmal sein ganzes Gold, was er sich hier angespart hat, erstmal einfach alles verskillen in Damage. Ja, damit wir schon mal ein paar bessere Chancen soweit haben in den Dungeons. Ansonsten ist es mehr ein Free-to-Play bzw. ja, Low-Eco-Pilzer, so wie ich das gehört hatte, der nicht immer 320 Alu spielt und diesbezüglich eben auch nicht immer so krank reinpilzt. Und ich hatte so ungefähr rausgehört, wie so die, ja, ich sag mal so, die Grenzen bei den Dungeons sind, ab wann es sich noch lohnt, Pilze in den Dungeon zu stecken und ab wann nicht mehr. Er hat wirklich eine Menge Gold hier am Start, muss ich mal dazu sagen. Das ist wirklich einiges. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so lange dauert, aber das geht ja arschlangsam hier, Alter. Gibt es nicht so eine Funktion, wo man alles mit Mal skillen kann? Auf jeden Fall habe ich so ungefähr rausgehört, dass er ja so in dem Rahmen sich befindet, wenn der Gegner so 1% hat an Chancen, dann wird schon nachher so langsam kritisch. Also was heißt 1%? Wenn der Gegner jetzt so irgendwie mehr als 100 Pilze kostet, dann müssen wir erstmal gucken, ob wir den überhaupt noch weiterhin versuchen oder ob das überhaupt worth ist. Digga, den weiter zu pilzen hier. Okay. Ja. Ansonsten, was habt ihr heute noch so geplant? Was macht das Haus, Frau, Garten, Kinder? Alles gut? Alles schick soweit, ja? Äh. Wie geht's euch sonst so? Ja. Digga. Wie lange hat's jetzt gedauert? Boah, wissen wir nicht. Halbe Stunde? Ich weiß nicht. Aber wir erwärmen es gleich. Alter, diese Stille. Boom. Alter. Das kickt jetzt richtig. Alter, die Stille kickt jetzt richtig.
Eine Frage, aber warum alles auf Int? Na, weil wir jetzt gleich Dungeons pushen werden. Und, und dafür brauchen wir Damage. Und dann kam die Stille. Eisige Winde. Stille. Stille. Ist komisch jetzt irgendwie, ne? Ja, Freunde, einfach von, was war das? 144k auf 210k Intelligenz. Das ist schon krass. Ja. Und jetzt machen wir das, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar werden wir Dungeons pushen jetzt. Ja. Ja, wir müssen Dungeons pushen. Also. Der gute Perkulpas hat hier lange Zeit keine Dungeons genommen. Er hat auch lange Zeit kein Gold verskillt, wie wir jetzt unschwer erkennen konnten. Und ja, wir haben jetzt einiges vor uns hier. Wir werden mal erstmal anfangen mit dem schwierigsten Dungeon, mit dem Trainingscamp. Ja. So, ich muss mal gucken, wo spielt er eigentlich hier? Who's who? Guck mal hier, Endgegner Alpha ist hier. Wer auch sonst, W70. Den Tobi, den kennt man auch hier. Ja, interessant, interessant. Aber Who's Who, die Gilde an sich, den Namen, den kennt man auch. Ja, Grüße an die Gilde auf jeden Fall. Und hier nehmen wir mal noch schnell teil. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wir fangen mal an mit dem Trainingscamp. Da werden wir jetzt komplett durchrasieren hier. Ja. Das sind natürlich alles noch Gegner. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig uns irgendwelche Kämpfe anschauen oder... Ne, das ist hier alles relativ easy. Gibt auch nicht viel XP. Endgegner Alpha war die einzige Gilde, die weltweit im aktuellen Elevator auch die 10 Millionen geknackt hat mit uns. Oh, ich habe mir die aktuelle Liste vom Elevator noch gar nicht angeguckt, ne? Muss ich noch machen. Muss ich auch noch ein Video zeigen irgendwann. Habe ich auch noch nicht gemacht. Mensch. So, ich soll die Stadtwache irgendwie auf 10 Stunden stellen? Oder, warte mal, vielleicht sind wir noch eine Stunde hierbei, dann mache ich erstmal so. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, spricht auch nichts dagegen, einen neuen Edelstein zu gewinnen hier. Das Gold abzuholen. Okay, jetzt geht's rein in die Dungeons. Wir fangen mal an. Oh, wir haben wieder neues Gold. Let's go. Stimmt, jetzt verstehe ich das erst mit den Still, Chris. Ah, habe ich eben gar nicht gecheckt. Ja, das ist lustig. Das ist lustig, ja. Okay, wir fangen an. Und zwar mit dem Drachenhort. Ja, wir gehen durch. Wie gesagt, er hatte uns circa so geschrieben im Chat, seit etwa gleich verskillen, ja. Er hatte seit circa 540 oder was hat er davon geschrieben? Keine Dungeons mehr gemacht, ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Ja. Deswegen, haben wir jetzt hier ein bisschen was aufzuholen. Wir starten mit Stufe 601. Mal gucken, wo wir jetzt am Ende des Tages heute liegen werden. Er hat jetzt auch hier seit Anfang des Jahres kein Gold mehr festskillt. Wo ich sagen muss, beachtlich auf jeden Fall. Seit Anfang des Jahres erschien mir das dann doch relativ viel. Aber ich kann jetzt gar nicht abwägen, wie viel eigentlich viel ist auf der Stufe in der Zeit. Also würdet ihr sagen, das ist viel, was da zusammenkam für die Stufe? Es kam mir auf jeden Fall ziemlich lange vor. Kannst du mal zeigen, wie viel XP er braucht, so zum Vergleich, wie viel du bekommst? Also wie viel er noch braucht hier? An Level?
Das ist eigentlich ab 393 ist das eigentlich gleich. Also mit dem, ne, dass man 1,5 Milliarden braucht pro Stufe. Machen wir mal weiter. Jo, sehr gerne, sehr gerne. Viele Leute hatten nur unter 100.000 bei Endgegner Alpha. War nice. Starke Leistung. Damit dann die erste Gilde, die dann abseits von den Endgegnern auch die 10 Millionen Höllenmarken geknackt hat. Ne? Auch sehr krass. So. Aber wir haben jetzt hier auch gleich den nächsten Dungeon besiegt. In Windeseile habe ich mir aber auch wirklich nichts anderes vorgestellt bei dem Account. Ich sag mal, okay, nächstes Achievement freigeschaltet, sehr schön. Ich sag mal so, demnächst würde ich dann schon wieder ein bisschen, wir machen mal einen Skillpunkt, machen wir mal einen Ausdauer. Obwohl, warte mal, 2 Skillpunkte machen wir mal einen Ausdauer rein, ja. Also ich würde schon empfehlen, nachher dann bald wieder ein bisschen mehr auf Ausdauer zu gehen. Aber ist jetzt absolut nicht schlimm, wenn du jetzt hier, ja, wenn wir jetzt hier alles in Intelligenz reingebuttert haben. Als Magier sowieso nicht. Würde ich sowieso immer empfehlen, ein bisschen mehr Damage zu haben. Auf jeden Fall. Aber ja, ein bisschen würde ich jetzt dann doch eher in Richtung Ausdauer skillen als nächstes dann. Genau. So, der nächste Dungeon wird angepeilt. Die Liga der Superhelden. Gibt uns bisher noch nicht so viel XP, muss ich sagen, dass es jetzt hier mich umwerfen würde. Wir nähern uns langsam aber sicher der nächsten Stufe. Wir haben Epic bekommen, eine Epic-Waffe. Okay. Okay. Oh. Die ist auf jeden Fall schon ein bisschen alt, würde ich sagen. Gut, ich weiß jetzt nicht, was wir hiervon... Okay, wir können jetzt sowieso hier nichts in den Kessel werfen. Was man jetzt davon großartig verkaufen sollte oder darf oder kann oder macht. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir noch ein bisschen Ausdauer. So. Gleich alles wegskillen hier. So, Invisible Woman wurde wegradiert, genauso wie der Candyman. Bisher brauchten wir noch keinen zweiten Schlag. Alles klar. Zerlegen oder verkaufen brauchst du das Zeug nicht. Und was mache ich mit dem Zeug, was jetzt neu dazu kommt? Level Up, GZ. Also das hier oben, was mache ich jetzt damit? Weil das wird früher oder später dazu führen, dass das Inventar überladen ist. Also das neue Zeug, was hier zukommt. Kannst verkaufen. Okay, alles klar, machen wir so. Sehr gut, dass du auch gerade dabei bist. Da fühle ich mich dann ein bisschen sicherer in dem, was ich hier mache. Weil ich muss sagen, nächstes Achievement freigeschaltet, Liga der Inkompetenz. Ich feiere das immer sehr, in anderen Accounts mal so drin zu stecken und da für die so ein bisschen zu spielen. Für Video halt, so jetzt nicht privat auf Long-Term so gesehen, aber so mal für ein Videochen oder für einen Stream ist immer ganz angenehm mal so ein bisschen Abwechslung. Auch wenn wir jetzt in Zukunft jetzt bald mit dem Matze, mit dem Scythe in seinem Account drin sind, ist cool. Aber ich traue mich da immer nicht so viel zu machen dann, weil ich dann Schiss habe, ich mache irgendwas falsch oder ich schmeiße irgendwas weg, was nicht sein sollte oder keine Ahnung. Deswegen ist ganz cool, dass du noch gerade da bist. Und ja, da kann ich dann nicht ganz so viel falsch machen. Ich meine, am Ende des Tages sind wir ja hauptsächlich eigentlich jetzt eh da, um ein paar Dungeons zu pushen hier. Und da kann man sowieso nicht viel falsch machen. Vollstes Vertrauen, danke, das weiß ich sehr zu schätzen. So. Langsam geht es auch ein bisschen höher von der XP her. Es geht in eine Richtung, die mir gefällt. Wir haben jetzt auch schon bald das nächste Level ab. Es geht jetzt ein bisschen schneller. In der Lichtwelt lohnt sich das alles noch nicht so krass, aber nachher in der Schattenwelt, da sollte das schon gut reinknallen. Und damit auch das nächste Achievement freigeschaltet. Ying Dojo Meister. Let's go! Und damit sind wir beim schwierigsten Dungeon, in der Lichtwelt jetzt hier zumindest, in der Monstergrotte. Mal gucken, wie es da aussieht. Man merkt auf jeden Fall direkt den Unterschied. Und hier auch
der volle XP-Boni von 300 Millionen pro Gegner. Schallert natürlich ordentlich rein. Stufe 603 wurde erreicht. Sehr schön. Ja, also man merkt schon echt den Power Spike zwischen den normalen Dungeons hier und der Monstergrotte. Boah, One-Hit. Stark. Geben natürlich extrem viel mehr an XP. Aber die Gegner sind auch schon echt ein Stück weit härter. Für dich jetzt zwar nach wie vor noch keine großartige Herausforderung, aber für Leute, die sich halt in dem Spielebereich befinden, zwischen den Dungeons hier, vom Level her, wo man eigentlich so normalerweise sich aufhalten sollte, wenn man jetzt keine extrem kranke Pause macht, kann man sich schon vorstellen, dass denn der Unterschied schon gravierend ist. Und Stufe 604. Let's go. Damit haben wir schon 3 Level gemacht hier. Wie gesagt, man muss ja auch dazu sagen, auf der Stufe eine hohe Levelanzahl in kurzer Zeit zu machen, ist natürlich auch immer nochmal extra ein Event, weil jeder kann pushen, von Stufe 100 bis 200 bis 300, oh, keine Ahnung, geht relativ fix. Aber nachher ab Stufe 600 ist das natürlich schon hart, irgendwo schnell Level irgendwo herzuholen. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr cool, das hier so zu sehen. Und damit sind wir auch schon beim Endboss der Lichtwelt angelangt, dem Berliner Szenemonster. Kein Problem, Stufe 604 sind wir noch hier. Aber das nächste Achievement wurde freigeschaltet und offiziell wurde auch die Lichtwelt eliminiert. Nice. Damit haben wir jetzt nur noch die Dauerschleife und die Schattenwelt. Ich würde sagen, machen wir zuerst die Dauerschleife. Ich glaube, bei der Schattenwelt, da strugglen wir nachher, glaube ich, am meisten. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal so reihenfolgetechnisch an. In der Dauerschleife gehen wir mal rein. Obwohl, ja, man weiß nicht, wie die Begleiter so equipped sind, ne? Okay. Ich glaube, wir lassen das mit der Dauerschleife. Ja. Begleiter müssen dafür auch einigermaßen am Start sein. Und hier sieht man dann halt eben schon, dass ja, der gute Kollege hier auf jeden Fall ein Low-Eco bzw. Free-to-Play-Spieler fast ist. Ne? Deswegen, ja, da ist natürlich dann diesbezüglich nicht so viel zu holen. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, bei dem YouTuber-Dungeon erstmal Pause machen. Denn. Also wir können da nachher nochmal 1, 2 Versuche reintryen, aber das sieht mir für mich erstmal nicht so worth aus. Wir haben ja hier in der Schattenwelt auch noch einige Dungeons offen, die auch gut XP geben. Und ja, deswegen, let's go. Ja, aber hier haben wir natürlich auch die Begleiter, die auch eine wesentliche Rolle spielen. Aber hier sind die Gegner natürlich auch nochmal deutlich leichter. Die Begleiter spielen eben nachher später auf jeden Fall nochmal eine größere Rolle. 605 erreicht, sehr schön. Aber momentan seht ihr ja, schafft ja selbst der Bertram alleine die Gegner hier. Ne? Deswegen. Aber das sind ja auch noch relativ leichte Dungeons, muss man dazu sagen, die auch noch nicht so viel XP geben. Und ich meine, ein Stück weit sind die ja. Oh, da haben wir es nämlich. Da ist es. Rucksack voll. Ein Stück weit müssen die ja auch irgendwo verbessert worden sein, weil der Märchenturm ist ja auch schon im Grunde besiegt worden. Ja, das wird jetzt halt, ne? Das wird jetzt halt leider schmerzhaft. Die ganzen Sachen müssen wir wahrscheinlich früher oder später wohl oder übel verkaufen müssen. Weil wir sonst keinen Platz im Inventar haben, sonst können wir halt nicht weiter pushen. Warum hast du als langer SF-Content-Creator eigentlich keine Drops? Weil ich hier auf Twitch noch nicht so lange am Start bin. Ich bin hier, glaube ich, 3 Monate oder so jetzt erst. Ich hatte lange Zeit halt eben auf YouTube gestreamt. Und deswegen, ja, sag ich mal, habe ich das Zeitalter der Drops ein bisschen verpasst, als die rauskamen. Ja. So. Der nächste liegt auch.
Ich meine, wir müssen mal gucken. Das sind ja auch alles Items, die kann man nachher alle nicht so wirklich gebrauchen. Beziehungsweise lohnen die sich nicht mal teilweise den Begleitern hier zu equippen. Deswegen würde ich die einfach mal zerlegen, soweit das in meinen Ermessen liegt. Obwohl, sowas würde ich dann schon tauschen. Also, das würde ich dann schon sockeln. Also, das macht schon einen heftigen Unterschied. Das ist schon krass. Das Item eben hätte wahrscheinlich Tausch, Sockel und so weiter. Ja, mache ich. Ich wollte mir nur noch mal die Genehmigung einholen. Wir machen hier... Ne, warte mal. Stopp. Da wollen wir jetzt eine Steingewinnung machen. Edelstein. Haben wir den jetzt? Manchmal sehe ich hier noch nicht so durch. So. Was mache ich hier zum Beispiel wieder falsch? Gewinnung. Okay, habe ich irgendwo anders hingeklickt? Ich weiß es nicht. Okay, Sockel. So, ich glaube, ich habe eben auf das Ding nochmal gedrückt, ne? Ich glaube, das war mein Fehler. So, daran lag es dann. Okay, das ist heftig. Das ist schon mal ein heftiges Upgrade hier. Mal schauen, also wir equippen noch gleich so ein bisschen die Begleiter mit, wenn wir gute Items finden. Kannst auch die 4 Steine aus dem Inventar nehmen. Ja, okay. Werden wir mal schauen. Ja, okay, gut. Werde ich beim nächsten Item machen dann, ne? Was ich finde. Wenn die sich lohnen, werde ich die dann da reinsetzen. Genau. Hebe ich mir aber erstmal noch ein bisschen auf, denn. Wieso nicht das Drachenbaby? Das muss geklatscht werden hier. Das klatschen wir in Dreifach-Speed. Let's go. So, nächstes Item. Intelligenz für einen Markwart. Plus 10. Würde ich jetzt zerlegen. Okay, zerlegen geht nicht. Dann werden wir es los. Also für 10 Stat-Punkte brauchen wir jetzt nichts machen. Vor allen Dingen nicht bei den Begleitern. Da würde ich dann immer noch mal ein bisschen differenzieren. Neujahrsdrache. Neujahrsdrache auch nicht klatschen, oder was? Gewinnung drücken und nicht das Item selbst, sonst verschwindet es. Ja, ich glaube, ich habe mich einfach eben nur verklickt, ja. Den mag ich nicht. Ja, Kristall können wir leider heute hier nicht nachgehen. Das tut mir leid an der Stelle. Persönliche Präferenzen werden hier heute leider nicht mit beachtet. Ja, ansonsten sind die doch alle ein bisschen süß irgendwo auf ihre Art und Weise, ne? Genervte Drachenmutter. Also, ja, durch den Dungeon ist der Bertram hier jetzt noch komplett alleine gegangen. Drachenhetzer, nächstes Achievement. Schöne Sache. Ja, und das würde ich hier halt einfach alles loswerden wollen. Das bringt hier alles gar nichts. Ja, wir versuchen mal, uns hier so gut wie möglich vom Platz her durchzudribbeln. Ich meine, das sind ja auch alles Stat-Punkte, die wir jetzt hier nicht verlieren wollen. Kann man ja alle zur Hexe bringen nachher später, ne? So. Auch hier geht der Bertram noch ohne Probleme durch. Bisher. Stufe 606 wurde freigeschaltet. Wir haben hier eine Kriegerwaffe. Okay, das lohnt sich aber auch nicht. Und das ebenso wenig. Werde ich mal auch los hier. So, neuer Dungeon, neues Glück. Neue Waffe, plus 77, okay. Das geht nachher schon so langsam in Bereiche, das könnte sich lohnen. Aber da es eine Alle-Attribut-Waffe ist, es kommt auch so ein bisschen immer auf die Spanne an. Spanne ist zwar auch besser, alle Attribute aber leider. Plus 36 würde ich, glaube ich, auch erstmal noch nicht equippen wollen. Was haben wir hier? Ein Geschick-Item nochmal. Okay, das haben wir leider genau dasselbe Item, was wir eben gerade bekommen haben. Okay, wir rasieren durch. Der nächste Dungeon. Bertram. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand mal gesagt hat, dass der Bertram kacke ist. Der nimmt ja hier alles auseinander. Ja, es wird immer so viel auf den Bertram gehatet. Aber der Bertram macht hier gute Arbeit.
Und das nächste Item am Start. Und es ist auch wieder ein Extra. Leider. Schade. Könnte auch mal ein anderes Item sein. Dann könnte man da nochmal ein bisschen was verbessern. Für 28 Statpunkte würde ich persönlich das auch nicht jetzt hier reinnehmen wollen, zumal man das noch sockeln muss. Und die Pilze würde ich dafür jetzt nicht verschwenden wollen. Ich handle hier mal einigermaßen in eigenen Ermessen. Ich hoffe, das ist weitestgehend auch so weit in Ordnung. Okay, einen Brustpanzer für den Marquardt haben wir bekommen. Und das nächste Level ab Stufe 607, sehr schön. Und damit sind wir auch hier beim Endgegner. Und der nächste Dungeon, den der Bertram komplett alleine bezwungen hat. Und damit auch das nächste Achievement. Dunkler Geisterjäger. Schöne Sache, schöne Sache. Schauen wir uns mal an. Werden wir los? Okay. Ja. Könnte sich ein bisschen lohnen für einen Bertram, aber muss man auch wieder sockeln. Und gut, auf die Hauptstats bringt es auch nur plus 11 neben Attribute. Nicht ganz so wichtig. Was sagt die Rüstung hier? Die ist auch von schlechten Eltern. Wir gehen in den nächsten Dungeon rein. So, langsam kommen wir jetzt hier auch in Erfahrungsbereiche. Sieht soweit gut aus mit deinen eigenen Ermessen. Dankeschön. Danke, danke. Jetzt kommen wir in Erfahrungsbereiche rein, die langsam interessanter werden. Und zwar kommen wir hier auch wieder langsam in Richtung 300 Millionen pro Dungeon-Gegner. Und dann geht es natürlich ab. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Fall, da könnte man schon mal leicht überlegen, das zu wechseln. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben ja noch so viele Dungeons vor uns und ich habe das Gefühl, da kommen noch so viele Waffen, die eventuell nochmal so viel besser sein könnten als diese hier. Und wir brauchen momentan sowieso nur Bertram, der durch die Dungeons geht. Dass sich das fast gar nicht lohnt, hier nochmal jetzt erstmal zu equippen, sondern wir erstmal abwarten, wie weit wir hier überhaupt mit Bertram noch kommen. Ja. Deswegen würde ich erstmal noch die Füße stillhalten, was das angeht. Nächster Gegner, Iron Man. Bringt uns einen Gürtel. Aber leider nicht der Bügeleisenman. Okay, wir kriegen nur Extras für die Kunigunde, das ist leider ein bisschen traurig. Schade, schade. Das eine Item hat gut reingeknallt mit den 200 Stat-Punkten oder was das war. 250 oder so. Das war schon ein guter Boost, den wir bisher noch gar nicht nutzen konnten, weil wir noch nie die Kunigunde gesehen haben hier. Das ist verrückt. Ja. Damit haben wir Stufe 608 erreicht. Ja. Langsam aber sicher spammen wir hier ein bisschen den Chat voll. So muss das. Gürtel werde ich auch los. Schöne Sache. Mal schauen. Mal schauen, wie sehr sich der Chat hier noch weiterhin voll spammen lässt. Dominik ist doch sowieso nur einfach eine Waffe, die kann doch sofort weg. Meinst du wegen platztechnischen Gründen? Das Ding ist halt, ja, die bringen halt leider alle 10 Millionen Gold, ne? Ich würde die halt verkaufen, aber ja, das Ding, man könnte halt auch auf die Hexe warten. Verkauf? Soll ich verkaufen? Ja, okay. Gut, wenn ich deinen Segen habe, dann verkaufe ich. Sonst hätte man noch warten können auf Hexe, aber ist natürlich auch jetzt ein bisschen leichter für einen Stream jetzt hier. Plus 30 würde ich jetzt auch noch nicht. Ja, ich dachte wegen Hexe. Naja. Würde ich jetzt, obwohl das Item ist ja auch ungesockelt, deswegen vom Ding her. Ist egal, ob wir das Item nehmen oder das, dann nehmen wir lieber das Bessere. Er hat hier eine Verbesserung drauf. Das würde ich dann behalten, dass du da vielleicht eine Ressourcen zurückbekommst. Obwohl, nee, hier bekommst du auch die Ressourcen zurück, also von daher müssen wir das gar nicht zerlegen. Hier würdest du noch Kristalle kriegen.
Ich versuche halt so vorsichtig wie möglich zu spielen. Ich möchte halt nicht viel falsch machen hier, ne? Deswegen bin ich da, in anderen Accounts bin ich immer übervorsichtig, weil ich halt so wenig wie möglich Schaden anrichten will, sag ich mal. Okay, jetzt kriegen wir hier richtig schön XP. Ne, das lohnt sich leider auch noch nicht großartig. Werden wir los. Bei der nächsten Waffe für den Bertram vielleicht können wir wechseln, weil die aktuelle... Oh, guck mal. Schon wieder eine Waffe für den Bertram hier. Wer sagt's denn? Aber die ist auch nicht unbedingt besser. Also plus 22, klar, plus 13 Stats mehr, aber von der Spanne leider schlechter. Würde ich jetzt genauso erstmal mal wegwerfen wollen. Wenn wir eine Spanne kriegen, die besser ist als diese hier. Bessere Stats sollten ja jetzt eigentlich immer kommen. Dann können wir die auch tauschen, weil hier ist auch noch kein Stein drin. Wir müssen keine Steingewinnung nicht machen. Genauso bei der Kunigunde. Genau wie bei der Kunigunde, ja. Können wir die einfach auch erstmal tauschen. Weil die augenscheinlich erstmal deutlich besser ist. Ich meine, wir haben die Kunigunde bisher eh noch nicht nutzen müssen, deswegen ist egal. Aber da in beiden Waffen kein Stein drin ist, nehmen wir doch dann erstmal die bessere Waffe, würde ich sagen. Und Stufe 609 erreicht. Liga der Rachsucht wurde eliminiert. Und wir befinden uns im nächsten Dungeon. Stufe 609, GZ. Sehr schön, schön. Okay. Oh, okay. Die behalten wir auch erstmal im Hinterkopf, die Waffe. Die ist gar nicht verkehrt. Das Ding werden wir los. Wir schauen erstmal noch, was wir an anderen Waffen bekommen, bevor wir diese Waffe erstmal equippen werden. Kann ja sein, dass wir noch bessere Sachen bekommen, deswegen warte ich erstmal ab. Aber die ist erstmal für einen Marquardt schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, wir legen hier alles mit dem Bertram. Da brauchen wir unsere Begleiter, sowohl Marquardt als die Kunigunde noch gar nicht. Geschweige, dass wir selbst irgendwann erstmal noch drankommen werden. Wird das wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen dauern. Marquardt regelt hier erstmal. Der macht das schon. Ja, 8 Level bis jetzt geschafft. Das ist schon ordentlich, sag ich mal. Wie gesagt, wir befinden uns über Stufe 600. So schnell Level dazu kriegen ist nicht so einfach. Und damit die 610 erreicht. Sehr schön. So, auch diesen Gegner wird Bertram wieder alleine besiegen, glaube ich. Oder? Ja. Doch. Kurz mal Zwischenstand an den Items. Das kann weg. Geschickring. Plus 83. Equippen wir um. Stärke. Okay. Hier müssen wir definitiv wechseln. Das ist crazy. Sockelslot hinzufügen. So, und dann da rein und dann nehmen wir mal einen neuen Edelstein. Was haben wir hier eigentlich? 1110er. Was hast du hier? Oh, 1900. Ich nehme mal noch nicht den besten. Vielleicht brauchen wir für uns selbst noch irgendwann nachher später ein. Den besten will ich immer irgendwie zum Schluss behalten. Aber dann nehmen wir erstmal den hier. Die Edelsteine sind ja auch nochmal deutlich besser. Deutlich besser. Was haben wir noch? Das kann weg. Das kann weg. Und für den Marquardt kann auch weg. Okay. Ich frage mich, ob ich den Stein noch aufbehalten soll oder ob der weg soll. Gehen wir erstmal weiter rein in die Dungeons. Auf jeden Fall erstmal ein gutes Upgrade nochmal für den Bertram. Bertram, sowieso wichtig. Ja, der carryt uns hier durch alles durch. Warum benutzt du da eigentlich Pilze? Sind Pilze nicht mehr wert als Materialien? Ich denke mal, also ja, es kommt drauf an, aus welcher Sicht du das siehst. Trasrik, danke für ein Follow. Ressourcen sind schon
wertvoll, um halt dich und deine Begleiter so zu verbessern. Und du kommst halt relativ schwer, sag ich mal, an Ressourcen, wenn du jetzt nicht unbedingt die ganzen Pakete, die holst und so weiter und so fort. Ich meine, Elevator hat jetzt gut reingeknallt, ist so das Event, was am meisten Ressourcen bringt. Aber an sich willst du ja deine Ressourcen eigentlich behalten, bis du alles so hochziehen kannst. Und die haben ja schon einen gewissen Wert, sag ich mal. Wir können allerdings mal zum Schmied schauen. Ja, an seiner Stelle würde ich auch nicht mit Ressourcen sockeln. Weil er jetzt noch nicht so extrem krank viele Ressourcen hat, dass man sich jetzt das so unbedingt leisten könnte. Ressourcen habe ich aber auch einige, aber bitte nimm weiterhin Pilze. Dein Wunsch ist mir Befehl. So machen wir es. Also hätte ich jetzt auch so gemacht, tatsächlich, mit Pilzen. Ja, aber ich versuche natürlich immer zweimal so zu überlegen, weil bei jedem Item, wenn man das sockelt, weil das Sockeln ist schon, muss man ehrlicherweise gestehen, ist schon unverschämt teuer. Also 25 Pilze für einen Sockel, da kann man sich schon überlegen, das mit Ressourcen zu machen. Aber ja, dadurch, dass man in der Regel relativ schwierig an Ressourcen bekommt, gerade wenn man auf einem Stand ist, wo man jetzt noch nicht allzu viel Ressourcen oder im Ressourcenüberfluss schwimmt, sollte man sich das überlegen, ne? Okay, das kann auch weg. Und Aircraft, vielen herzlichen Dank für deinen erneuten Prime-Sub. Dankeschön, das weiß ich sehr zu schätzen. Danke für deinen erneuten Support. Willkommen, willkommen. Und ja, ich wünsche dir noch einen super schönen Abend. Danke, danke. Okay. Neuer Dungeon, neues Glück. Wir sind hier auch gleich fertig, zum Glück, mit dem Dojo der Kindheitshelden. Mal kurz hier den Yugi. Oh, das erste Mal, dass Marquardt ran muss. Okay, 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 okay. Das allererste Mal. Stufe 611 und neues Achievement. Schöne Sache. Ja, wir gucken mal, was die Waffe sagt hier. 3900. Okay, warte mal. Okay, die ist immer noch besser. Sowohl von den Stats her als auch von der Spanne. Deswegen werden wir die mal los. Die behalten wir uns erstmal noch weiterhin auf, falls wir nichts Besseres kriegen. Aber bisher haben wir ja noch ein paar Dungeons vor uns. 611. Boah, sieht schon ganz stattlich aus hier. Okay, jetzt fangen aber langsam die schwierigen Gegner an, denn hier unten sehen wir nächster Kampf. Das heißt, der Marquardt musste wieder ran. Der Bertram hat es leider nicht geschafft. Oh, obwohl der Bertram, wie ihr gesehen habt, auch fast alleine geschafft hat. Also. Und hier bei dem Gegner schafft der Bertram ihn sogar wieder alleine. Ja, also es schwankt noch hin und her. Aber die Erfahrung, die schmeckt jetzt schon mal richtig gut. So. Der nächste Gegner ist ein Magier. Räumt hier den Bertram auch aus dem Weg. Was macht der Marquardt? Schafft ihn, aber ist auch fast down. Die Magiergegner aus der Taverne dunklen Doppelgänger, kann ich mich auch noch dran erinnern, auf meinen Main, glaube ich, als der Dungeon rauskam. Die waren auch relativ stark gewesen für meine Verhältnisse damals. Oh mein Gott. Plus 190 auf die Hauptattribute. Das ist so krass, ne? Das ist mächtig. Das ist sehr, sehr mächtig. Schönes Upgrade hier für den Marquardt. Davon wollen wir mehr sehen. Wenn wir nur solche Upgrades sehen würden. Oh. Oh, shit. Oh, jetzt kommt nicht nur Kunigunde ran, sondern jetzt müssen wir selbst auch kämpfen. Okay. Das ist diesmal... Ja, man merkt, die Gegner ziehen langsam an. Das ist jetzt kein Zuckerschlecken mehr. Ich meine, wir werden den Gegner wahrscheinlich trotzdem noch hier besiegen. Aber... Digga, beide hier mit dem Chicken Master ist auch wild, ey. Der Sound. Fette Hühnerparty hier am Start, ey.
Ja, okay. Also, es war schon fast der erste Lose tatsächlich, den wir hier erfahren haben in dem Dungeon. Weil wir sind fast auch down gegangen. Ja, krass. Krass, krass, krass. Okay. Was haben wir hier? Boah. Das ist auch wieder so heftig, ne? Ja. Wir nehmen mal den Stein hier. So. Ich weiß nicht, wie wichtig für dich die Lecci-Steine sind. Sollte man die beiden hier noch rausgewinnen? Können ja mal gucken. Hohe Chance. Okay, 50 von 114. Steht zwar hohe Chance, aber du hast noch nicht mal die Hälfte an Leccis gefunden. Das heißt, du findest wahrscheinlich relativ selten auch Lecci-Steine, ne? Deswegen sind die vielleicht sogar relativ wichtig für dich, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir heben die erstmal noch auf. Mal gucken, was wir noch so finden. Ja. Okay, ich habe das Gefühl, gegen den wirst du jetzt das erste Mal verlieren. Vegeta wünscht uns hier Glückwünsche, aber hat hier jetzt die Streak unterbrochen. Das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos. Er hat hier unsere Streak unterbrochen hier. Okay, wir machen mal einen Try gegen den. Ich glaube, gegen den wirst du jetzt verlieren. Weil es auch wieder ein Magier ist. Und der ihm gerade... Der fiel schon sehr schwer. Ja. Ja. Wir machen erstmal einen anderen Dungeon. Ja, wir tryen erstmal die anderen. Okay, wir gucken mal, wie es hier aussieht. Wir gucken sowieso erstmal, wie weit wir kommen. Und was am Ende noch übrig bleibt, werden wir schauen, wie weit wir da kommen. Und ob das Sinn macht, sich da durchzupilzen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Erstmal nehmen wir das, was hier offensichtlich ist. Stufe 612. Okay. Eine neue Waffe für die Kunigunde. Boah. Ja. Spanne ist deutlich besser. Aber auch die Statpunkte schmecken. Das werden wir los. Das ist ein schöner Fund. Vielleicht kriegen wir für einen Marquardt oder so da auch nochmal irgendwas Schönes ran. Okay, ja, ich bin selbst gespannt jetzt auch, wie weit wir jetzt insgesamt kommen werden. Weil, ja, wie gesagt, dadurch, dass der Spieler hinter dem Account hier halt eben ein, ich sag mal, Low-Eco-Budget Free-to-Play-Spieler ist, wollen wir hier auch nicht so rumsauen mit den Pilzen. Deswegen passen wir da dann lieber ein bisschen auf. Okay, deswegen bin ich hier auch sehr bedacht jetzt gerade mit der Spielweise. Okay, der nächste Magiergegner. Da brauchen wir auch wieder alle unsere Begleiter, inklusive uns selbst. Mal gucken, aber der sieht machbar aus. Der sieht sehr machbar aus. Und der ist auch machbar. Er ist down. Und wieder eine neue Kundi-Waffe, aber alle Attribute. Das sind alle Attribute-Waffe. Akademische Weihen. GZ. Nächster Dungeon down. Ich glaube, damit können wir nichts anfangen hier großartig. Loswerden. Und die Waffe hier, die kann eigentlich auch weg, ne? Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wow. So, nächster Dungeon down. Mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Also ich glaube, hier wirst du auch keinen besiegen. So kurz nach Betreten, also so kurz nach Stufe 600 ist hier eigentlich Schicht im Schacht hier oben. Aber wir haben ja erstmal noch hier unten ein paar alte Dungeons noch, wo wir auch uns noch gut durchpreschen können. Mal gucken, vielleicht schaffen wir 620? Meint ihr 620 ist realistisch? Oh, wieder eine neue Kundi-Waffe und noch bessere Spanne, ne? Ich sag ehrlich, ich glaube, ich verzichte auf die paar Stat-Punkte für die bessere Spanne. Ich glaube, das ist der bessere Call, zumal hier ist auch schon ein Sockel drin, was uns wieder ein paar Pilze erspart.
Ich glaube, die ist besser. Ich glaube, da macht die Spanne mehr aus als die paar Stat-Punkte. Glaube ich schon. Ich hatte auch eine Dungeon-Pause eingelegt gehabt bis Level 600 und konnte dann 53 Dungeons erledigen. Deine Begleiter sind zu schwach. Ja, die Begleiter sind nicht so extrem krank gepusht, aber wie gesagt, das ist halt auch kein Pay-to-Win-Account, ne? Hier sind nicht extrem viele Pilze in den Account geflossen. Deswegen, das muss man immer so ein bisschen auch berücksichtigen, sag ich mal, ne? Okay, die Waffen wären stärker für den Bertram. Allerdings ist die Spanne hier komplett kacke. Würde ich nicht nehmen. Würde ich auch noch nicht nehmen. 20 Stat-Punkte überzeugen mich noch nicht so krass, dass ich jetzt hier die Waffel wechsle. Die Waffel wechsle. Okay, hier haben wir einen Battle Mage vor uns. Gucken, was der ausrichtet. Gegen den Marquardt wird er nichts machen. Abgewehrt. Boah. Der hat den fett weggekrittet hier. Stufe 613. Gut, nächstes Scrap-Item, was wir nicht brauchen. Aber hier geht's voran im Dungeon. Und hier kommt auch die Kunigunde zum Einsatz. Nichts mehr wegwerfen, so viel kommt nicht mehr. Die schönen Ressourcen. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt alles aufbewahre hier, was wir finden. Ich meine, jeder Dungeon gibt uns hier ja noch ein Epic, ne? Ich denke mal, das Inventar kriegen wir schon nochmal voll. Es sind ja jetzt nicht mehr, also es sind ja nicht so krank viele Plätze, die wir haben. Wir schauen mal, was wir alles aufbewahren können noch, ne? Aber ich denke mal, ein paar Etagen sollten wir hier noch legen können, sodass wir das Inventar nochmal voll kriegen. Okay, der Endboss vom Ascheberg, der Nekromant. Kriegen wir ihn down. Wir müssen auf jeden Fall selbst an die Reihe ran. Ja. Ja, vom Schaden, was der Bertram macht, sieht das schon ganz gut aus. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, Marquardt, gute Crits verteilt hier. Einen guten Crit rausgehauen. Ja, wir selbst sollten es eigentlich schaffen. Ja. Kunigunde hat ja hier schon fast geregelt. Der Nekromant. Auch kein Problem für uns. Nochmal 300 Millionen XP. Gut gegen Böse. Achievement freigeschaltet und damit den nächsten Dungeon beklommen. Plus nochmal 131 Stat-Punkte auf diese Schuhe. Die gefallen mir sehr gut. Und da würde ich dann... ja, wollen wir da einen von den Edelsteinen... Ich meine, guck mal, du hast hier fast gar keine Edelsteine drin in deinen Begleitern. Wie ist da die Priorität jetzt hier? Einen Leggy-Stein in einen random Item für die Begleiter reinzulegen. Also ich glaube, wenn ich mich in deine Lage versetzen würde, würde ich die, glaube ich, eher für einen selbst aufbewahren. Aber du musst unbedingt deine Begleiter mit Stein irgendwie... Nimm, was du willst. Ja, ich glaube, ich würde das auch so machen. Die Steine, die Leggy-Steine, die du findest, die würde ich an deiner Stelle lieber für dich selbst aufbewahren. Und du findest ja mit deiner Gilde zusammen relativ gut schwarze Edelsteine. Und dann würde ich deinen Begleitern hier überall schwarze Edelsteine reinhauen. Das würde ich jetzt nicht machen hier, weil das würde dann, denke ich mal, zu teuer werden. Es würde dich aber gut nach vorne bringen, denke ich mal. Man muss halt gucken, was für einen Impact nachher noch später in Dungeon die Begleiter haben werden, wenn die dann halt eben komplett equipped sind. Aber das wäre sowas, das würde ich an deiner Stelle dann noch nachholen. Da kannst du dann ja, da musst du ja keine Edelsteine skippen. Wie gesagt, das würde ich jetzt auch nicht machen an deiner Stelle. Und ich werde das auch nicht machen, weil erstmal ist das viel zu teuer und es lohnt sich halt einfach nicht für deinen Playstyle, den du hier hegst auf dem Account. Jetzt für den kurzen Moment da hier die Begleiter mit Steinen zu equippen und dafür alles zu skippen dann. Also sehe ich jetzt persönlich nicht, muss ich sagen. Dann behalte lieber deinen gemäßigten Playstyle und such alle so nach Zeit halt, ne? Kriegst ja pro Tag, was weiß ich, zwei Edelsteine easy aus der Mine raus hier. 2 bis 3. Und dann bist du auch good to go mit der Zeit dann.
So Geschicksteine kann man auch erstmal der Kunigunde geben oder Intelligenz für Marquardt, Stärke für Bertram. Aber dann peu à peu würde ich die dann austauschen für schwarze Steine. Und wenn du dann nachher so viele Steine über hast an Lecci-Stein, würde ich dann peu à peu alle schwarze Steine von den Begleitern dann gegen Lecci-Steine tauschen. Wenn dein Begleiter oder wenn du selbst auch maximale gute Lecci-Steine hast. Dann machen wir erstmal weiter. Wäre jetzt so das, was ich machen würde, denke ich mal. So, nächster Gegner down und Marv, das kleine Übel, ist wieder ein Intelligenzgegner und hier müssen auch wieder, oh mein Gott, alle unsere Begleiter ran. Den müssen wir uns aber nochmal reinziehen hier, den Fight. Der kam jetzt sehr überraschend, 614. Aber ich kann mich zurückerinnern an den Dungeon. Das war so ein RNG-Ding. Wer zuerst getroffen hat, das war so ein YouTuber-Dungeon-Gegner-Typ, der Marv hier. Gucken wir uns nochmal an. Jeden krittet er weg hier. Ja. Begleiter brauchen nicht mal einen Crit und dann kommen wir, zack, der hat halt übelst wenig Leben. Und dann auch nochmal weggekrittet hier. Okay. Wir haben hier noch einen Buspanzer. Bringt er was? Nö. Würde ich aber auch erstmal drinnen lassen. Wir gucken mal, wie viele Items wir noch bekommen. Je nachdem schmeißen wir es weg oder nicht. Wir probieren erstmal noch die anderen Dungeons hier. Hier ist ja auf jeden Fall noch was rausholbar. Begleiterwaffen verzaubert. Habe ich noch nicht. Aber machen wir gleich, wenn wir jetzt gar kein Land mehr sehen. Also wenn es überhaupt nicht mal weitergehen sollte, dann werden wir die auch verzaubern. Ich hatte immer noch mal gehofft, dass wir vielleicht noch eine bessere Waffe sehen für irgendeinen Begleiter. Aber momentan sieht es nicht so aus. Ich würde halt die Waffe vielleicht noch umequippen. Müssen halt hier wieder einen Sockel reinhauen, das schmerzt halt, ne? Aber ansonsten würde ich die noch gleich umequippen wollen, wenn wir jetzt überhaupt nicht mehr weiterkommen. Aber es sind glaube ich, noch ein, zwei Free Dungeons für uns noch offen, wie zum Beispiel der hier. Ja. Und der bietet uns ja das Potenzial nochmal auf eine neue Waffe. Oder ein Ring. Okay. Ein Geschickring. Na, schade. Schade, schade. Haben wir auch schon neu bekommen. Jedes neue Item, das könnte sich halt so unendlich lohnen hier. Ihr habt ja gesehen, teilweise 200 Stat-Punkte plus durch die Items. Schon krass für die Begleiter. Das ist ein heftiges Update. Kannst du nicht die Handschuhe verzaubern, damit deine Begleiter auch den ersten Hit machen? Jo, wir verzaubern gleich alles, sobald wir einmal hier jeden Dungeon durchgetestet haben. Weil nachher am Ende verzaubern wir ein Item und dann kriegen wir da ein neues Item und dann müssen wir es zweimal verzaubern. Das ist halt auch Gold Waste. Ich guck gleich. Wir machen erstmal, ich will erstmal nur überall nochmal so durchprobieren, ob die beim ersten Mal machbar sind. Ansonsten verzaubern wir das und equippen das, was wir haben. Und holen dann nochmal das letzte bisschen raus. Den sollten wir eigentlich auch easy knallen können. Ja. Sehr schön. Nochmal ein neues Item und jetzt sind wir wieder hier in der Bredouille, dass der Rucksack voll ist. Okay. Das werfen wir weg. Ich versuche möglichst die Items loszuwerden, die nicht so viele Ressourcen geben hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Okay, Surtur. Erstmal nochmal ein bisschen hier. Warte mal. Kurz nochmal eine Ausdauer rein. So. Der Surtur. Mal gucken, ob wir den klatschen. Ist ein Berserker, ne? Ja, genau. Ach. Welches Level ist dein Main-Account jetzt? Hab mal vor einem Jahr deine Videos geguckt. War das so 550 oder so? Der ist jetzt kurz vor Stufe 690. Also ein bisschen was ist in der Zwischenzeit passiert, ja. Okay, den kriegen wir auch easy peasy. Oh, okay, alles klar. Ergibt es Sinn, noch eine zweite, dritte DP zu machen? Nee, nicht wirklich, weil du nachher auf der Stufe, wo zum Beispiel jetzt hier der gute Perculpes ist, also
du verbringst halt viel Zeit, Dungeons aufzusparen, beziehungsweise verbringst du nachher, wenn du aus der ersten Dungeon-Pause raus bist, verbringst du viel Zeit, Dungeons aufzusparen und hältst dich in einem Levelbereich auf, wo du nicht so viel Gold, beziehungsweise wo du schon mehr Gold bekommst, aber noch mehr Gold bekommst, wenn du die Gegner, also wenn du so schnell wie möglich Stufe 632 erreichst, wo halt das Gold-Cap ist. Ich glaube nicht, dass das nachher nochmal so viel Sinn macht, weil die Goldkurve bis dahin schon extrem nach oben geschnellt ist. Und es sich eigentlich mehr lohnt, auf Gold zu gehen. Und ich glaube, du machst dann, wenn du Goldspieler bist, mehr Minus als Plus, wenn du dir das nochmal aufbewahrst im späteren Verlauf. Ist aber nur meine Mutmaßung, kann ich dir jetzt nicht anhand von Zahlen und Fakten jetzt so belegen. Ist jetzt nur meine subjektive Meinung dazu. Kann auch sein, dass es anders ist. Oha, guck mal. Eben gerade haben wir ihn nicht besiegt, jetzt besiegt ihn schon der Marquardt hier alleine. Ja, crazy. Und damit Stufe 615. GZ. Und das nächste Achievement freigeschaltet. Nice, nochmal ein Helm. Kriegt da einer auf den Helm hier. Ja, geben wir ihm einfach das bessere Item. Müssen wir mal schauen. Okay, jetzt wird es langsam Zeit. Wir gehen nochmal in den Olymp rein, gucken, wie weit wir da kommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier erstmal noch, ja, so schön das Ganze hier clearen können. Aber sieht bisher ganz gut aus. Mal schauen, wie weit wir hier nochmal kommen. Und dann werden nochmal die Begleiter verzaubert. Handschuhe haben wir auch schon gehabt, ne? Ja, sind aber nochmal besser, zumindest von den Stats her. Deswegen equippen wir das erstmal. Nächster Gegner Medusa. Magier. Aber auch kein Problem. So, Athene. Nochmal ein Magier. Kein Problem. Schön. So, jetzt kommen wir nochmal. Die Items. Das ist besser. Das würde ich dann mal loswerden wollen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja, ist auch ein Upgrade. Und die Handschuhe. Das sind kein Upgrade. Okay, das zerlegen wir auch mal. Oder müssen wir halt loswerden. Zerlegen haben wir leider heute schon aufgebraucht. Ja, okay. Jetzt kommen wir halt wieder ins Spiel hier. Mal schauen. Vielleicht, ich glaube, den Dungeon werden wir auch nicht packen. Ich glaube, hier werden wir auch an unsere Grenzen kommen. Weil die Gegner nachher werden hier auch schon extrem stark, muss man sagen. Deswegen mal gucken, wie weit wir hier insgesamt kommen werden. Mit ganz viel Glück können wir den vielleicht noch legen, aber ich glaube... Na, okay, da ist Potenzial noch. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an, die Verzauberung hier raus zu hasseln hier. Okay, wir haben... Ja, wer hätte das mal gedacht vor einer Stunde, ne? Dass wir auf dem Account kein Gold haben zum Verzaubern. Wo ist das ganze Gold geblieben, ne? Wo sind die 350 Milliarden? Können wir uns nicht mal leisten hier. Jo. Was machen wir denn jetzt? Also, was machst du denn normalerweise, ist die Frage. Drehst du am Rad normalerweise oder eher nicht so? Wir haben auch noch Alu. Ich breche das jetzt einfach ab. Nee. Ich würde dann einmal Alu eher machen. Alu macht dann mehr Sinn an der Stelle. Als am Rad drehen. Also ich würde dir dann eher empfehlen, immer Alu zu machen, als am Rad zu drehen. Und da ist ja nicht mal garantiert, dass wir Gold bekommen, ne? Bei der Alu schon. Na, Mensch. Das ist doch mal gut hier. Ich glaube, jetzt sind wir keine Stunde mehr hier. Wir machen das mal auf 10 Stunden. Und dann verzaubern wir jetzt mal die Begleiter. Okay, Handschuhe, Waffe. Dann beim Marquardt.
Das ist schön, dass er die gleich so durchswitcht hier. Das ist auch neu mit dem Update jetzt hier. Das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen einfacher. Okay, wie sieht's hier aus? Deine Verzauberung? 10 Stunden, Alu wird nicht gemacht. Nee, wie gesagt, er macht, glaube ich, auch sonst normalerweise nur 120 Alu. Also es ist wirklich ein sehr Low-Eco-Account. Also, ne, hier steckt wirklich nicht viel Geld drin. Der ist wirklich mehr in Richtung Free-to-Play als ne. Deswegen, wie gesagt, ich bin hier sehr bedacht mit dem, was ich an Pilzausgaben hier so habe jetzt und mache. Ja, da will ich wirklich aufpassen. Weil hier halt wirklich, ne, zählt halt alles. Okay, wir schauen hier nochmal rein. Also der sah machbar aus hier, der Gegner. Den sollten wir eigentlich noch kriegen. Und damit auch das nächste Level Up bekommen. Okay. Das ist noch komplett im Rahmen, würde ich sagen. Level Up haben wir trotzdem leider nicht bekommen. Geschick-Item haben wir hier dafür nochmal. Was sich nicht unbedingt lohnt. Wir schauen uns mal an, wie der nächste Gegner hier aussieht. Ares. Dann machen wir mal Einschwei in... Okay, hier lassen wir es komplett sein. Da brauchen wir gar nicht weiter reinschweien. Hier sieht es auch relativ kritisch aus. QB, grüß dich, hallöchen, moin moin. Da gucken wir dann hier nochmal rein. Ja, okay. Was wir jetzt nochmal kurz, wo ich nochmal kurz reinschauen möchte, ist nochmal in die Dauerschleife. Ja, okay, hier brauchst du halt extrem viel Damage. Aber der ist auch machbar, wenn du die crittest. Ja, wenn du crittest, ist safe. Marquardt muss critten. Yo, das ist easy. Boah, auch nochmal 300 Mille, ne? Also, ja. Nimmt man mit. Hier haben wir nochmal eine Stärkewaffe. Ah. Spanne Mimanne ist leider nicht so geil. Würde ich auch erstmal aufbewahren. Ich glaube halt wirklich, dass die Spanne mehr ausmacht als das hier. Wir schauen mal in den nächsten Gegner rein, wie es hier aussieht. Ein Geschickgegner. Oh. Easy. Mit SF-Tools könntest du auch noch ein bisschen sparen vielleicht. Ja, da müsste man jetzt SF-Tools anwerfen für. Da so viel ist mir der Account dann doch nicht wert, dass ich in SF-Tools reingehe. Nee, ich mache es wirklich so nach bestem Wissen und Gewissen und Gefühl so, dass ich jetzt nicht zu viel Pilz waste. Ich schaue dann einfach, dass wir hier nicht unnötig viel zum Fenster rauswerfen und ich denke mal, damit fahren wir ganz gut hin. Das sieht ja hier noch alles sehr vernünftig aus, denke ich mal, von der Spielweise, was wir hier machen. Okay, wir tauschen immens viel Rüstung. Das macht auch gar keinen Unterschied gegen ein paar Stat-Punkte. Sofort Nasenbluten bei SF-Tools. Da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Was ihr immer wollt mit SF-Tools. Ja, man muss auch mal so hier ein bisschen auf Oldschool angelehnt. Muss man doch mal ein bisschen durchhasseln hier. Es nimmt doch die komplette Spannung raus sonst. Okay. Ah, ja. Okay, da sehe ich Potenzial hier. Und jetzt nochmal. Sehr schön. Nice. Der nächste liegt auch. Schön. Hätte ich anfangs nicht gedacht, dass wir jetzt hier nochmal so weit kommen. Sehr gute Handschuhe. 3er Stat. Boah, nice. Das ist richtig gut. Anfangs hätte ich gedacht, wir kommen hier gar nicht weiter bei der Dauerschleife. Aber wir machen hier nochmal gute Arbeit. Boah, Marquardt haut auch rein raus hier. Boah, schön. Schön. Okay, nochmal ein Brustpanzer. Schmutz. Das ist ein Schmutzpanzer. Zur C. Let's go. Zur C. Den ziehen wir mal am Zuckerli hier.
Okay. Krass. Müssen wir auch wieder reinkritten. Krass, habt ihr gesehen, wenn Bertram schon so einen Crit austeilt hier, dann muss einer von den Begleitern oder wir selbst... Schön. Das ist schön. Vielleicht auf Biegen und Brechen schaffen wir doch noch die 6... Na, ich glaube 620 schaffen wir echt nicht. Da müssen wir, glaube ich, wirklich alle Gegner hier noch besiegen. Ich glaube, das wird echt schwer. Aber wir haben mit 601 angefangen. 16 Level gemacht. Auf der Stufe, muss man immer noch mal dazu sagen, ist das echt nicht wenig. Plus 49 lohnt sich nachher so langsam, würde ich sagen. Aber muss man halt auch wieder sockeln. Es sind halt wieder Pilze, ne? Was soll ich sagen? Wir werden das Ding erstmal los. Und gucken nochmal, was das Zebra sagt hier. Gucken, ob wir hier dem ein langes Gesicht verpassen können. Ach nee, hat er ja schon. Okay, Marquardt hat einen aufgespielt. Jetzt müssen wir nochmal kritten. Schön. Er klappt doch wie ein Länderspiel hier. Dalukat der nächste. Das kann weg. Das ist kein gutes Item. Dalukat aufs Maul. Boah. Auch nochmal. Ab wann geben die Idole so viel XP? Ich glaube, das wird geändert, ne? Die anfänglichen, beziehungsweise zum Anfang gaben die nicht so viel XP, ne? Also ich habe das auch so in Erinnerung, dass die nicht so viel XP gaben. Aber mit welchen haben wir hier angefangen? Ich glaube mit Dalukat, ne? Ich glaube, der war nachher von... Welcher war das? Der 12. oder so? Ich glaube, da ging es nachher hoch. Aber ich habe das auch nicht mehr so in Erinnerung, dass die so viel XP geben. Okay. Early Boy. Ja, guckt euch das an. Die Dauerschleife kriegen wir noch durch hier. Schön. Ich glaube, wir kommen sogar noch bis zu mir. Da kämpfe... Das ist ja auch lustig, ne? Da kämpfe ich gegen mich selbst in einem anderen Account. Das ist ein weird Flex an der Stelle. Okay. Der Skate als Bersi. Mal gucken. Yo, knallt ordentlich. Auch easy peasy. Und damit, ja, schaffen wir mich dann auch locker flocker. Lockig flockig. Da ist er. Da ist er. Der gute Dorsey Schmorzi. Das wechseln wir. Ja, und dadurch, dass ich mich ja für einen Magier entschieden habe hier in dem Dungeon, bin ich jetzt hier auch keine großartige Herausforderung. Na, ich wollte nur noch mal auf meinen selbst ausgewählten Text hinweisen hier. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu deiner Tracht Prügel. Das wurde ein bisschen bearbeitet, glaube ich. Das hatte ich, glaube ich, nicht ganz so auferlegt gehabt. Jetzt bist du fällig wie Tierpelze, brüllt er dir triumphal entgegen. Denn mit seinen schlechten Wortwitzen und Wie-Vergleichen wird er dich vermöbeln wie ein Raumausstatter. Das hatte ich, glaube ich, ein bisschen anders geschrieben, aber haben da, glaube ich, ein bisschen was umgewandelt. Mal gucken, ob ich First Try bin. Nö. Oh, Kunigunde haut hier wieder einen raus und... Ah, so nicht. Da lässt sich der George auch nicht lumpen hier. Ja, ich meine, er ist natürlich machbar, ganz easy, aber ja, da mussten wir noch mal kurz hier für die Ehre, mussten wir hier noch mal dem Low-Eco-Pilzer noch mal ein, zwei Pilze noch mal aus der Tasche locken hier. Ja, noch mal ein paar Pilze aus der Tasche ziehen, man kennt ihn doch. So, und da ist er down, der Dorsen. Stufe 618. Respekt. Und damit komplett auch die Dauerschleife eliminiert. Nice. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Aber ich war auch nie gut in Mathe, muss ich dazu sagen. Schöne Sache. Guck dir das an. Schön clear alles hier. Bis jetzt auf, ja, die Schattenwelt. Hier würde ich echt raten, wenn man sich das nochmal anschaut hier, ob sich das jetzt so extrem krank lohnt, hier jetzt Pilze reinzustecken, würde ich dir, glaube ich, erstmal nicht raten. So, ne? Also du hattest zwar zu mir gesagt, du kannst auf 100 Pilze oder so runtergehen, ne? Aber das würde ich jetzt ungern machen wollen,
weil ich hier echt nicht so viel Potenzial sehe und wir eigentlich so das meiste rausgeschöpft haben hier aus dem Account. Nee, glaub nicht, dass es sich lohnt. Ich meine, 618 ist schon krank. Ja, du hast hier einen sehr guten Push hingelegt, muss man so sagen. Hätte es nicht erwartet. Echt nicht? Hättest du erwartet, wäre früher Schluss gewesen? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir nicht so easy durch die Dauerschleife kommen. Das hätte ich nicht erwartet. Aber doch, es ging tatsächlich relativ leicht, muss man sagen, für relativ wenig Pilze. Ja, so 613,14 hätte ich gedacht. Ach krass. Ja, dann haben wir das ja wirklich nochmal hier überboten. Schöne Sache, aber ja, wenn man nochmal so nochmal so ein Vorher-Nachher-Vergleich hat, ne, von deinem Level her und deinen Stat-Punkten her, hast du, glaube ich, heute einen ganz guten Tag gehabt. Würde ich mal sagen. Ich danke dir auch für das ganze Skillen. Ja, es war ja sehr lustig gewesen. Ja, nice. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns heute hier den Account bereitgestellt hast, damit wir ihn hier zusammen live im Stream und dann morgen nochmal im Video dann nochmal ja, zu sehen bekommen haben. War auf jeden Fall netter Content, würde ich sagen. Ich logge mich jetzt mal an deiner Stelle hier aus und dann ja, kannst du da auf jeden Fall dann natürlich wieder rein. So, Mathieu, Dankeschön für dein Follow. Ja, Shoutout nochmal an hier Vers im Chat und Per Cool Pass. Ich habe ein bisschen Struggle mit den Namen auf jeden Fall. Für das Bereitstellen seines Accounts, für das Vertrauen auch, was das angeht. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für, dass wir heute ein bisschen was zu zeigen hatten, auf jeden Fall.